Es gibt eine Zukunft da draußen. Die Generationen X und Z, die Millennials und Zoomer, die zwischen 1981 und 2012 geboren sind, entscheiden über die Entwicklung der nächsten Jahrzehnte. Die Frage nach der Zukunft beschäftigt auch Saúl Alvidrez in seinem Buch Chomsky and Mujica, Überleben im 21. Jahrhundert. Nie zuvor lastete eine so große Verantwortung und Herausforderung auf 2 Generationen. Dennoch, neu anzufangen heißt, die Verzweiflung zu besiegen, anstatt sich von ihr überwinden zu lassen, schreibt der mexikanische Filmemacher Saúl Alvidrez in seinem Buch Chomsky and Mujica, Überleben im 21. Jahrhundert. Die Frage nach der Zukunft bewegt den in Mexiko 1988 geborenen Autor seit jungen Jahren. Er gründete, inspiriert durch Julian Assange, 2012 die Studentenbewegung Yo Soy 132. In Lateinamerika dokumentierte er mehrere Begegnungen mit dem US-amerikanischen Intellektuellen Noam Chomsky und dem ehemaligen uruguayischen Präsidenten José Pepe Mujica in seinem ersten Dokumentarfilm Chomsky and Mujica, Sobreviviendo al siglo XXI. Der englische Musiker Roger Waters, Mitbegründer der Band Pink Floyd, wirkte als Erzähler mit. Nach den filmischen Aufnahmen entstand das Buch, in dem die beiden zentrale Fragen der Menschheit, Klimawandel, Politik, Korruption, Populismus, Ungleichheit, Artensterben, gesellschaftliche Spaltung, Demokratie und Alternativen für die Zukunft diskutieren. Neu an der aktuellen Polykrise ist, dass jede der Katastrophen die Wahrscheinlichkeit, das 21. Jahrhundert zu überleben, früh auf Null reduzieren würde. Die Wissenschaftler sind sich einig, dass sich alles vor dem Jahr 2050 ereignen wird. Derzeit befindet sich unsere Zivilisation mitten in der Pubertät. Die Menschheit ist mächtig und unverantwortlich, wahnsinnig und instabil und muss endlich erwachsen werden. Sie hat plötzlich höhere technische und intellektuelle Fähigkeiten erworben, die sie nun nicht kontrollieren kann. Somit wird sie sich selbst zur Gefahr, wenn sie nicht schnellstmöglich Reife erlangt, so die Kernaussage des Buches. Es braucht eine mündige Zivilisation, die fähig ist, die Unreife rechtzeitig hinter sich zu lassen und das programmierte Schicksal der Menschheit abzuwenden. Erwachsensein bedeutet, die Verantwortung für sein Leben zu übernehmen, überlegte Entscheidungen zu treffen und die Konsequenzen seiner Handlungen zu akzeptieren. Doch obwohl es in unseren Gesellschaften viele volljährige Personen gibt, mangelt es uns an mündigen Bürgern, denn die Struktur verhindert, dass wir uns zu solchen entwickeln, schreibt Saúl Alvidrez, der im Buch als Moderator zum besseren Verständnis der Ansichten der beiden zeitgenössischen Denker beiträgt. Bereits im ersten Kapitel Der Adler und der Kondor wird deutlich, dass unterschiedliche Denkvoraussetzungen und Ansätze zu ähnlichen Ergebnissen führen können. Die Menschen des Adlers verkörpern das Rationale und Männliche, die Menschen des Kondors dagegen das Emotionale und Weibliche sowie die Verbindung zur Natur. Diese Ungleichgewicht würde sogar dazu führen, dass die Existenz von Völkern bedroht ist. Adler und Kondor sollten wieder gemeinsam fliegen. Aus diesem Flug wird eine andere Menschheit hervorgehen, die dieses neue Zeitalter überstehen kann. Diese Verbindung wurde im Kontext von Wirtschaft und Gesellschaft bereits im Sammelband Bauchgefühl im Management gezeigt, der zwar keine direkten Bezüge zu Chomsky and Mujica hat, aber in eine inhaltliche Nähe rückt. Um unsere Zeit zu verstehen und durch das eigene Handeln zu verändern, ist es dringlich, unabhängig und kritisch zu denken. Erst dann werden wir richtig entscheiden und handeln können. Als Menschen der sachlichen Urteile und nicht der Vorurteile. Gibt es eine Zukunft für die heutige Jugend? Aufgabe der Generationen Y und Z ist es, eine mündige Zivilisation schaffen, die fähig ist, die Unreife rechtzeitig hinter sich zu lassen und das programmierte Schicksal der Menschheit abzuwenden. Vor dem Hintergrund des drohenden zivilisatorischen Zusammenbruchs verweisen Chomsky und Mujica auf die Werte für einen nachhaltigen Wandel. Denken aus eigener Kraft, Demokratie, Einheit von Herz und Verstand, Gemeinschaft, Genügsamkeit, Freiheit, entschlossenes Handeln, dem Leben einen Sinn geben, Liebe und Freundschaft, Solidarität,